Vor einiger Zeit entdeckten wir während unserer Lost Place Tour durch Europa in Österreich ein verlassenes Haus, das direkt an einer vielbefahrenen Straße liegt. Das Haus weckte unsere Neugier und so packten wir unsere Rucksäcke und schauten uns um. Doch mit dem, was wir im Inneren dieses Gruselhauses vorfanden, hätten wir überhaupt nicht gerechnet. Hier befand sich eine kleine Zahntechnikwerkstatt. Begleitet uns bei der spannenden Erkundung dieses verlassenen Hauses. Oh mein Gott, ist das hier zugewachsen? Das gibt's ja gar nicht. Boah, seit wann ist das denn bitte hier verlassen? Boah, Wahnsinn, Anja. Ja, also richtig, richtig unheimlich. Also man soll nicht meinen, dass die Sonne scheint, strahlend blauer Himmel eigentlich ist. Ne? Hier ist es so dunkel von den ganzen Bäumen hier oben. Das ist der absolute Mega-Wahnsinn. Ne? Wundert euch nicht, Leute. Ihr habt es ja schon gemerkt, hier ist eine sehr viel befahrene Straße direkt neben uns. Und hier über uns ist auch noch eine Zugstrecke. Ne? Also hier ist Krach vorprogrammiert. Nicht. Hast du kein gutes Gefühl? Ist unheimlich? Hallo? Hörst du das nicht, dass da Wasser läuft oder sowas? Ja. Geh mal da rein. Aber das finde ich hier komisch mit dem Vorhang da. Und da vorne ist das auch. Hier ist so eine Höhle. Ach krass. Das ist, was so ein Tropfen ist. Da unten geht es noch weiter, Anja. Was ist denn da? Das ist so ein Schacht, wie so ein Bergwerk. Hier könnte es jetzt runtergehen. Und hier ist halt so eine Grube. Sehr komisch. Hängt da irgendwie ein Zettel? Felstiefe? Steht da Felstiefe? Guck mal. Ja. Ja, steht Felstiefe. 85 Zentimeter. Ich weiß nicht, gehen wir dahin. Ist da irgendwas? Ne. Guck mal, hier liegt noch eine Zahnbürste. Aber so eine ganz komische, guck mal, wie die aussieht. Was für Borsten, ja, wie groß. So heftig hier mit den ganzen Spinnennetzen, ne? Richtig, richtig krass. Fühlst du dich jetzt ein bisschen beruhigt? Nö. Du? Geht so. Geh mal nach oben. Mit Treppen kann man noch gehen. Ach du Scheiße. Die ist eine schon durchgebrochen da. Ja, da fehlen auch ein paar Treppen, ne? Kennst du dich? Ja, ich weiß nicht, ey. Aber seid vorsichtig, ich komm mit. Boah. Die Spinnenweben des Todes. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Guck mal, hier kommst du die Treppe hoch. Das ist direkt den Kühlschrank hier, ne? Jo. Guck mal, die Eier da drin. Siehst du das? Soll ich mal Licht anmachen? Mach mal Licht an. Guck dir mal die Ohren.
Schaut euch das mal an, wie das aussieht, als wenn die geschlüpft wären, ey. Boah, das ist der Kühlschrank des Todes, ey. Irgendwann, oder? Ich denke. Das ist ja richtig widerlich, ehrlich. Ich könnte mir vorstellen, dass sowas irgendwie gärt oder so, oder? Ja, klar. Gruselig, ey. Boah, ekelhaft. Aber das sieht hier oben aus, ne? Also, mein Gott, hier ist auch ein riesen Riss hier. Ey, du glaubst das nicht, ne? Hat das hier die Toilette gewesen oder was? Nee, oder? Ach du Kacke. Ja, da ist doch so ein Loch in der Mitte, ne? Ja, wie man das eigentlich meist so aus Frankreich kennt, sag ich jetzt mal, ne? Aber in der oberen Etage, das ist schon ein bisschen komisch, oder? Das finde ich auch sehr eigenartig, ja. Wo fällt das denn hin? Das möchte ich, glaube ich, nicht wissen. Ich schon. Würde mich schon interessieren. Guck mal, hier war auch ein Badezimmer. Das war ja früher, upsala. Irgendwie so gang und gäbe, dass die Toilette irgendwie extra war, ne? Ja, aber hier war auch, glaube ich, auch die Küche gewesen. Oder ist doch ein Kachelofen, der da steht. Ach, das ist gar kein Badezimmer hier, oder was? Nee, aber guck mal hier. Ich habe nur das Waschbecken gesehen. Das ist jetzt Betonboden, ne? Ach jo. Also ist das jetzt hier der Neubau, Anja, den wir vorhin gesehen hatten? Was ist da vorne, sagen wir noch? Das möchte ich nicht. Sieht ja ganz komisch aus. Das sieht voll unheimlich aus da hinten. Ja. Da ist so ein Schrank. Ach du Scheiße. Das ist dieser Anbau, den wir vorhin gesehen hatten. Also da gehe ich auf jeden Fall nicht hin. Gruselig, nee, das muss nicht sein. Gucken wir mal, was hier ist. Hier war offenbar ein Ankleidezimmer. Mein Gott. Hier sind noch die Anzüge im Schrank drin. Die Socken, alles noch da, Anja, ey. Anja, hier sind so Zahndinger. Kann ich jetzt gar nicht erklären. Also ich glaube, was man normalerweise immer so sehen kann, wie die Zähne aussehen und welche Verfärbungen die haben, wenn man da irgendwie Ersatz haben möchte. Hier sind auch noch jede Menge Ordner drin. Tarife. Okay. Honorartarife 65 bis 76. Ich habe was sehr, sehr Interessantes gefunden. Und ich glaube, das befindet sich in diesem Raum. Was denn? Zahnfabrik. Ja, und genau so sieht es da aus. Guck dir das mal an, wie krass das aussieht. Geh mal da rein. Das war jetzt irgendwie nicht so zu erwarten. Hier liegen überall Zähne. Was ist das, Anja? Vom Zahntechniker, würde ich sagen, ne? Also, oder? Ja, stimmt. Oder Zahnarzt irgendwie so, aber ich glaube Zahntechniker. Zahntechniker, ja, da konnte man wahrscheinlich auch gucken, welcher Zahn genau und dann welcher Farbton, ne? Das ist wahrscheinlich, ja. Und hier sind so Bestellkarten. Oh. Und das ist hier so Werkzeug, was man, glaube ich, nicht unbedingt ich glaube, da kannst du Zähne haben möchte. Ja, ich glaube, da kannst du Zähne mit polieren oder so. Boah, das erinnert mich so gerade so oder abschleifen oder so. An Werkzeug, was wir so bei Bärbel benutzen, ne? Boah, das ich glaube, so viel anders. Ja, was möchte ich in meinem Mund nicht unbedingt haben. Das viel anders wird das, glaube ich, nicht sein. Das ist, glaube ich, dieses Abdruckzeug, ne? Für Zahnfleisch, ne? Das sieht aus wie Kerzenwachs, 100%. Ja, aber ich glaube, das ist dieses Zeug zum Abdruck machen, oder? Ich weiß nicht, was sie da früher für benutzt haben, aber guck mal hier. Dafür wurde es auf jeden Fall genommen. Also da kam dann im Prinzip dieses klebrige Zeug rein, dann musst du das in den Mund stecken. Das, ja. Wurde ein Abdruck gemacht. Oh, das habe ich auch mal gemacht damals. Ach, hier sind noch mehr, guck mal. Je nach Kieferbreite wahrscheinlich musst du dann unterschiedliche auswählen. Gruselig, ja. Petroleum. Ist Petroleum nicht eigentlich für Lampen eigentlich nur, oder nimmt man das auch beim... Keine Ahnung. Hast du was gehört, oder was? Nö, alles gut. Okay. Ich würde dir gerne mal den Zahn ziehen. Nee, lass mal lieber sein, ne? Hier ist noch eine Dentistenzeitschrift aus dem Jahr 1962. Had a few kids, bought a new house, promised you heaven but it never did
Also hatte der hier früher offenbar gewohnt und hat hier in dem Raum sein Arbeitszimmer gehabt als Zahntechniker. Bin gerade überlegen, meinst du, ob unten vielleicht noch irgendwie so eine Praxis war oder so? Aber ich glaube nicht, oder? Keine Ahnung, schwer zu sagen. Das ist ja sehr, sehr schwer zu erreichen hier, ne? Und ich finde, das sieht eher aus wie so ein Wohnhaus, also nicht wie so eine Praxis. Du kannst hier auch nirgendwo parken. Ich glaube nicht, dass die Leute zu Fuß hier hingekommen sind, oder? Hier stehen auf jeden Fall auch noch voll viele Sachen. Guck mal hier. Sind solche Röhrchen. Da ist noch irgendeine Flüssigkeit drin. Bacon. Keine Ahnung, was das ist. Steht auf jeden Fall. Hier steht auf jeden Fall irgendwas drin. Gelb, blau, grün. Wirkungseintritt, tiefe Blutleere und Verträglichkeit. Das Grün ist auf jeden Fall schnell wirksam, gut verträglich. Blutleere ist ausreichend und Verträglichkeit sehr gut. Hier sind so Camillosantropfen. Gucken, ob da irgendwas steht mit Ablaufdatum oder so. Bis 1996 haltbar. Boah. Also verwendbar, ne? 30.06.1996. Krass. Das ist krass. Tja, so sieht es auch hier aus, finde ich. Ey. Schaut mal hier, steht noch der Brockhaus. Der große Brockhaus, das war auch immer so eine sehr beliebte Reihe, damals sich zuzulegen. Ne? Viele Familien, sehr, sehr teuer gewesen. Ja. Und heute auch gar nicht mehr wirklich viel wert. Ne? Diese ganzen haben wir aber schon öfters am Lost Place gefunden. Ne? Das stimmt, ja. Guck dir das mal an, Sabrina. Hier sind noch Zähne, also so Röntgenbilder. Ja, ich glaube, so kann man es ganz gut erkennen. Ne? Jede Menge Röntgenbilder. Guck mal hier. Sieht aus wie so ein Ultraschallfoto, ne? Mhm. Aber das müsste doch ein bisschen moderner sein, oder? Das ist auch aus den 90ern dann? Ich weiß nicht, müsste doch eigentlich hier draufstehen, oder? Eigentlich schon. Otto. Otto ist auf jeden Fall geboren im Jahr 1928. Aber da steht nicht drauf, von wann das ist. Da steht nur das Geburtsdatum. Und wer der Doktor hier war. Okay. Hier ist auch noch das Prothesenmaterialpulver. Hier liegt so viel Kram rum, ne? Da blickt man gar nicht mehr durch. Hier ist irgendwie so ein Hefter. Hier stehen Telefonnummern drin. Medikamentenbeipackzettel ist hier. Guck mal hier. Sind so Heilkräutertees aufgeschrieben. Alles schriftlich festgehalten. Ja. Tja, so war das halt früher, ne? Alles schön protokolliert, handschriftlich. Was ist da oben? Ein Datum oder was ist das da? Möglich, ja. Schwer zu sehen. Aber es steht ne? nur eine Zahl. Also ich weiß nicht, ob das... Ja, vielleicht das nächste Blatt. Ach, das sind hier die ganzen Beipackzettel. Ne? Ja. Aber hier ist auch wieder so ein Zettel. Nee, das ist jetzt zu weit gemacht. Na, guck mal. Hier ist so ein kleiner Zettel. 4.7.03 05. Was? Das kann ich fast nicht glauben. Nee. Also das kann ich definitiv auch nicht glauben. Was soll das denn hier für eine Zahl sein, Sabrina? Diese umgekehrte 9. Das weiß ich auch nicht, so komisch. Die habe ich schon öfters mal hier irgendwo gesehen. Das ist eine 9, die hier ist, Leute, aber die ist umgedreht. Also keine 6, sondern wirklich gedreht. Nicht auf den Kopf gestellt. Glauben, dass es 2003 ist. Also das macht keinen Sinn in meinen Augen. Naja, ich sag mal so, hier ist noch ein kleiner Kalender von 96. Genau wie 96 verwendbar war, ne? Stimmt. Das Camillosant, was wir gerade gesehen hatten. Ja. Also vom Zustand von dem Ganzen würde ich eher darauf tippen, dass das Ende 90er hier verlassen ist, oder? Auf jeden Fall. Hier ist noch eine Zeitschrift, die auf dem Boden liegt und die ist tatsächlich aus dem Jahr 2005, Anja. Also könnte das doch 2002 sein, was du gerade gesehen hattest. Ich hatte auch 2005 gesehen, oder? 2005, ja. Oh, krass, hätte ich es echt nicht gedacht. Nee, ich auch nicht. Von dem Arbeitsbereich ging es dann direkt ins Schlafzimmer. Also todmüde von der Arbeit bist du dann ins Bett gefallen wahrscheinlich.
Und überall liegen hier Sachen. Wir hatten ja gerade draußen schon gesehen, dass man ja überhaupt nicht mehr das Tageslicht wirklich gesehen hat. Es war ja sehr dunkel. Und hier der Baum. Seht ihr das, wie der Baum hier so gegen das Haus wächst? Also wenn du das Fenster aufmachst, dann ist der auf jeden Fall direkt hier drin. Voll süß, hier liegt noch eine Karte. So eine Postkarte aus Hawaii. Die steht von einer anderen Seite unserer Welt. Und dann noch ein bisschen Text, aber sehr passend. Ne? Süß, ne? Ja. Und das ist von 2003 übrigens. So, und ich denke, wir haben ja alles gesehen. Die wollen hier einfach nur noch raus. Es ist mega unheimlich hier. Ja, schaut euch auf jeden Fall das Video noch an. Da haben wir eine verlassene Zahnarztpraxis erkundet. Da war auch alles noch da, komplett eingerichtet. Mega geiles Video. Lasst auf jeden Fall noch ein Abo da für weitere Videos und einen Kommentar. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal und bis dahin. Ciao. Ciao, ciao.